Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zum neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und dies ist mein Kanal. Alle, die hier öfter auf diesem Kanal vorbeischauen, wissen, dass ich sehr gerne auch Plein Air, das heißt draußen vor Ort, male. Natürlich ist es angenehm bei warmen Temperaturen, die Sonne scheint, an einem ruhigen Plätzchen die Staffelei aufzubauen. Warum es sich aber auch besonders lohnt, bei Regenwetter und das Regenwetter zu malen, zeige ich dir in diesem Video. Von meiner letzten Malreise nach Venedig habe ich das heutige Motiv mitgebracht. Auf meinen Malreisen wird immer auch, wenn möglich, Plein Air, das heißt direkt vor Ort draußen gemalt. Nicht immer haben wir dabei so gutes Wetter wie hier in Venedig. Manchmal regnet es auch und dann muss man einfach erfinderisch sein. Die Farben bei regnerischem Wetter sind meiner Meinung nach aber immer besonders schön. Oft ist es so, dass die Intensität der Tonwerte bei feuchten Luftverhältnissen zunimmt, während die Farbigkeit der Objekte abnimmt. Das heißt, die Landschaft fängt an zu leuchten und die Kontraste werden stärker. Für mich als tonwertorientierte Malerin ist das immer ein Grund zur Freude. Auch Spiegelungen auf nasser Straße sind für das Auge ein Fest und lassen sich besonders gut im Aquarell darstellen. Wie schön man die regnerische Atmosphäre in einem Aquarell zum Ausdruck bringen kann, möchte ich dir im folgenden Motiv zeigen. Bevor wir gleich mit dem Bild beginnen, kommen jetzt noch ein paar kleine Hinweise in eigener Sache. Am nächsten Samstag gibt es noch einmal einen Film aus der Porträtreihe, Porträt mit Bela. Dann wird der Mund gemalt und dann verabschieden wir uns hier aus der Aquarellwerkstatt in die kleine Sommerpause. Außerdem gibt es natürlich immer die Möglichkeit, mir auf meinen Social-Media-Konten bei Instagram und Facebook zu folgen. Dort lade ich den ganzen Sommer über tagesaktuell Stories hoch, manchmal auch Reels, das heißt kleine Filme, in denen ich Tipps zur Aquarellmalerei gebe. Mein Instagram-Account heißt die Aquarellwerkstatt, genauso wie dieser YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn du mir dort auch folgst. Jetzt geht's aber los mit unserem regnerischen Aquarell. Viel Spaß dabei! Die heute verwendeten Materialien sind Kobalttürkis Light Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke, Lichter Ocker, Kobaltblau, Zylinblau und Sienna gebrannt von Winsor & Newton. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arches 300 Gramm Grain Fin, das Format ist ungefähr DIN A4. Ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Pinselkollektion, der Eichhörnchen-Haarpinsel in der Größe 12, ein Rotmarder-Haarpinsel in der Größe 10 und einem Auswaschpinsel, das ist ein Flachpinsel in der Größe 8. Bevor ich das Motiv skizziere, können wir hier gemeinsam noch einmal in mein aktuelles Skizzenbuch von der Venedig-Reise hineinschauen. Wir hatten wie gesagt überwiegend schönes Wetter und haben an verschiedenen Stellen dieser wunderschönen Stadt gemalt. In Venedig gibt es durchaus ruhige Ecken. Man muss meistens nur über 3 Brücken, um dem großen Menschenstrom zu entgehen, und schon hat man die Stadt für sich alleine. So konnte ich an einigen ruhigen Ecken mit der Gruppe gemeinsam wunderschöne Motive malen. Die Skizze bei diesem atmosphärischen Regenmotiv aus Venedig besteht nur aus wenigen Strichen. Deshalb lassen wir hier den Prozess des Skizzierens im Zeitraffer durchlaufen. Ich beginne mit den Kuppeln der Kirche Santa Maria della Salute und setze dann einige waagerechte Striche für die Gebäude ein. Auch die Gondeln werden am rechten Bildrand angedeutet. Skizze und Foto bekommen die Unterstützer dieses Kanals per Mail zugesendet. Um im Himmel ganz weiche Dunstformen zu bekommen, feuchte ich die Fläche des Himmels mit klarem Wasser an. Hierbei gehe ich mit dem großen Pinsel über die Formen der Gebäude hinweg. Die Silhouette der Kirche wird später als dunklere Form auf den gemalten Himmel gesetzt. Mit etwas Zylinblau und etwas Kobaltblau beginne ich in der rechten oberen Ecke und setze dann die dunklen Wolkenformen kräftig mit einer Mischung aus Ultramarinblau, Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin in die feuchte Fläche. Einige Stellen papierweiß lasse ich stehen und passe auf, dass die Wolken nicht zu regelmäßig aussehen.
Das Wasser der Lagune in Venedig hat eine ganz spezielle Farbe. Um hier das Regnerische und Dunstige besonders zu betonen, grundiere ich die gesamte Fläche des Wassers zunächst mit einem kühlen Rotton. Ich verwende hier Alizarin-Karmesin. Solange wie die Fläche noch nass ist, kommt nun eine blau-grünliche Farbmischung darüber. Hier verwende ich Ultramarinblau, Cobalt-Türkis Light und einen Hauch lichter Ocker. Diese Farben verbinden sich mit dem noch feuchten roten Untergrund und wenn alles getrocknet ist, wird hier eine sehr geheimnisvolle und dunstige Regenatmosphäre entstehen. Mit einer kräftigeren Mischung aus den vorher verwendeten Farben werden ein paar dunkle Wellenbewegungen eingefügt. Im Vordergrund mit größeren Strichen, hinten mit der Pinselspitze etwas schmaler werdend. Nun muss das Bild einmal komplett durchtrocknen. Wenn du dieses stimmungsvolle, regnerische Venedig-Aquarell bei dir zu Hause als Original an der Wand hängen haben möchtest, gibt es die Möglichkeit, das Bild zu ersteigern. Unter dem Video findest du einen Link zu eBay, dort startet die Versteigerung, wenn der Film hochgeladen wird und endet am Dienstag, den 25. Juni um 16 Uhr. Der Meistbietende bekommt das Bild dann mit der Post zugeschickt. Ich wünsche dir viel Glück und Spaß beim Steigern. Mit einer Mischung aus Ultramarinblau, Sienna gebrannt und ab und an auch ein wenig Alizarin-Karmesin male ich nun die Silhouette der Kirche und die angrenzenden Gebäude. Ich versuche die Farben auf der Palette nicht komplett auszumischen, sondern sie in ihrer Eigenständigkeit und Lebendigkeit zu erhalten. Das heißt, das Blau, das Braun und das Rot mischen sich eher auf dem Papier als auf der Palette. Die Fläche wird dadurch abwechslungsreich und lebendig. Wichtig sind mir die Außenkanten der Silhouette. Ich versuche, kleine Verzierungen an den Türmen und auf den Gebäuden anzudeuten, um die Form elegant und leicht aussehen zu lassen. Nun male ich die Gondeln mit der gleichen Mischung, aber etwas kräftigerem Tonwert. Auch hier ist es wichtig, nicht zu gleichmäßig zu malen und die Formen eher abstrakt zu halten. Mit Cobalt-Türkis Light, Ultramarinblau und etwas Neutraltinte male ich nun die Pfähle. Hier versuche ich nicht zu gerade zu arbeiten, um dem Bild die Leichtigkeit zu erhalten. Die Farbigkeit der einzelnen Pfähle variiert ab und an. Hier wirkt das Designprinzip Wiederholung ja, aber bitte nur mit Abwechslung und Variation. Ein paar angedeutete Seile geben den Kontakt zum Bildformat Rand.
Und auch die Spiegelung der Pfähle deute ich jetzt mit einigen Strichen schon an. Insgesamt möchte ich den unteren Bereich des Bildes noch etwas abdunkeln, um die Lagune im mittleren Bereich richtig zum Leuchten zu bringen. Ich mische mir also noch einmal Ultramarinblau, Kobalttürkis Light und etwas Alizarin-Karmesin und ziehe mit einigen Strichen vom unteren Bildformatrand kommend die Dunkelheit nach oben. Ein paar hellere Formen werden mit dem Auswaschpinsel aus der Fläche ausgewaschen. Nachdem das Bild jetzt noch einmal trocken geföhnt wurde, setze ich mit dem durchbrochenen Pinselstrich einige Fenster und Verzierungen in die Silhouette der Kirche ein. Hier versuche ich ganz locker nur anzudeuten. An einem solchen regnerischen Tag, vielleicht mit ein wenig Dunst über der Lagune, würde man die Fenster, Türen und Verzierungen in dieser großen Entfernung sicherlich nicht deutlich sehen können. Ein paar Helligkeiten wasche ich aus den Pfählen noch heraus, so wirken sie für mich plastischer. So, das war's mit dem heutigen Motiv. Ich hoffe, du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren und du gehst das nächste Mal raus, wenn es regnet, zum Malen mit Aquarellfarben. Wir sehen uns hier noch einmal in der nächsten Woche beim Porträtmalen mit Bela. Dann folgt eine kleine Sommerpause mit einigen Überraschungen hier aus der Aquarellwerkstatt und im August geht es weiter mit den wöchentlichen Filmen. Ich freue mich schon drauf und sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.